Hallelujah. And now the next, when you want to see the finance of this church. Wenn ihr die Finanzen dieser Kirche sehen wollt, yeah, when you want to see the finance, how much offering that we have and how we spend it and so on. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das Geld spenden und wie wir das Geld durch Opfergaben bekommen. You can see it in the board behind. Ihr könnt das auf dem Brett hinten sehen. Yeah, Jeff, can you show them there? Okay, you can see it. Every month is there. Jeden Montag ist eine Ausgabe. And we are open for this. Okay, so you know what happens in our finance. Und wir sind sehr offen mit diesem Thema. And the second thing is, the other thing is that I wear this suit because Ich trage diesen Anzug, after this I cannot fellowship along with you. Weil ich nicht mit euch essen kann. Because I have to preach the gospel in Hamburg. Weil ich in Hamburg predigen muss. So that, excuse me, after this I have to leave immediately. Also entschuldigt mich, dass ich nach dem gleich los muss. Okay, after finish the Sunday service. Nach dem Gottesdienst. Oh yeah, was it? Oh, it's already there, isn't it? It's gone, right? Rahab's faith. So I want to talk to you about faith today. Ich will mit euch über Vertrauen reden. So the title of my sermon today is Rahab's faith. Der Titel meiner heutigen Predigt ist über Vertrauen. Rahab's faith. Rahabs Vertrauen. Okay? Glauben. Rahab's Glauben. Vertrauen bzw. Glauben. Yeah. Yeah, we discuss everything in house. It's like also in the politics. Was wir zu Hause diskutieren ist. So I want you to open Joshua 2, verse 1 until 22. You read it, okay? So that you know about Rahab. You open Joshua 2, verse 1 until 22, and I will read it for you. Joshua, okay? Joshua 10 and Joshua 2, verse 1 until 22. Look at this. Awesome. This is about Rahab. It says like this. Then Joshua, the son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim. Go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come home tonight to spy out the land. So the king of Jericho sent this message to Rahab, bring out the men who came to you and entered your house, because they have come to spy out the whole land. But the woman had taken the 2 men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. And thus, when it was time to close the city gate, the men left. I don't know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them. But she had taken them up to the roof and hidden them under the stalks of flocks she had laid out on the roof. So the men set out in pursuit of the spies on the road and leads to the fords of the Jordan. And as soon as the pursuers had gone out, the gate was shut. Before the spies lay down for the night, she went up on the roof and said to them, I know that the Lord has given this land to you, and a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you come out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the 2 kings of the Amorites, east of the Jordan, whom you completely destroyed.
when we heard of it, our hearts melted, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from the death. Our lives for your lives. The man assured her, if you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord give us the land. So she let them down by a rope through the window for house she lived in was for the house she lived in was the part of the city wall. Now she had said to them, go to the hills, so the pursuers will not find you. Hide yourself there 3 days until they return, and then go on your way. The man said to her, this oath you made us swear will not be binding on us, unless when we enter the land you have tied this scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers, and all your family into your house. Anyone goes outside your house into the street, his blood will be on his own head. We will not be responsible. As for everyone who is in the house with you, his blood will be on our head if a hand is laid on him. But if you tell what we are doing, we will be released from the oath you made us swear. Agree, she replied. Let it be what you say. So she sent away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von Nun, heimlich 2 Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht: Heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr: Bringt die Männer heraus, sie wollen unser Land ausspionieren. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebannt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an. Schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Die Männer antworteten mir: Wenn ihr uns nicht verratet, stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts getan wird. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen. Rahabs Haus lag direkt an der Stadtmauer. So konnte sie die Männer durch eines ihres Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie riet ihnen: Lauft erst ins Bergland, damit euch die Verfolger nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt. Die beiden Männer sagten zu ihr: Der Eid, den wir dir gegeben haben, bindet uns nur unter diesen Bedingungen. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt
nachlässt, an dein Fenster binden. Und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig. Einverstanden, antwortete Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Die beiden Männer liefen ins Bergland und versteckten sich dort. 3 Tage. Ihre Verfolger suchten die ganze Strecke bis zum Jordan ab, fanden aber niemanden und kehrten schließlich nach Jericho zurück. Da verließen die beiden Israeliten ihr Versteck, stiegen von den Bergen herab und durchquerten die Jordanebene. Als sie wieder bei Josua waren, berichteten sie ihm, was sie erlebt hatten. Der Herr gibt das ganze Land in unserer Gewalt, erklärten sie. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. And then I want you to open Joshua 6 verse 25. Look at this, what happened. Joshua 6, after they took Jericho. Als die nach Jericho gebracht wurden, I want you to, we open Joshua 6 verse 25. wir wollen Josua 6, Vers 25 öffnen. And it said like this, but Joshua spared Rahab the prostitute with her family and all who belonged to her, because she hid the man Joshua had sent as spies to Jericho, and she lives among the Israelites to this day. Von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemanden am Leben, außer der Prostituierten Rahab, der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten. Denn sie hatte die israelitischen Kundschafter versteckt, die Josua nach Jericho gesandt hatte. Noch heute lebt sie in Israel. And then open the Hebrews 11 verse 21. Hebrews 11 verse 21. This is about Rahab. Hebrews 11 verse 21. It said like this. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Jakob segnete kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von Josef. Auf seinen Stab gestützt betete er Gott an. 31. Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet, wie alle anderen Bewohner von Jericho, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. So, probably you ask me, what is it all about, Pastor? Wahrscheinlich fragt ihr mich, was soll das alles? You know, this is the story about Rahab. Das ist die Geschichte über Rahab. And Rahab was not a holy woman. Rahab war keine heilige Person. He was a prostitute. Sie war eine Prostituierte. She was a prostitute. Sie war eine Prostituierte. But you know something? Aber wisst ihr was? Rahab was the ascendant of Jesus Christ. Rahab war die Gesandte von Jesus Christus. Yeah. Rahab is the Oma from Jesus. Sie war die Uroma von Jesus. Okay? This is Rahab. Das war Rahab. Don't you ever think that the blood lineage from Jesus, I mean from the human line, that's all holy? No. Denkt nicht, dass die ganze Familienblutgeschichte von Jesus heilig war. There was a prostitute. Da war eine Prostituierte. And the grandma from Jesus was a prostitute. Und die Uroma von Jesus war eine Prostituierte. You know that? Wusstet ihr das? Prostitute. Eine Prostituierte. But the problem is not about what the eye can see, people. Das Problem ist nicht, was das Auge sehen kann. Because when God wants to change something, Wenn Gott etwas verändern will, He can change it. dann tut er das. When He wants to use something, He can use it. Wenn er was benutzen will, dann benutzt er das. He can use Rahab, that was a prostitute, to become a hero. Er kann Rahab als Prostituierte benutzen, um sie als Held darstellen zu lassen.
He can use it. God can use it. Gott kann sie benutzen. It not depends on what happened in your past. Es hängt nicht von eurer Vergangenheit ab, Because God can change you. denn Gott kann euch verändern. I just don't know what your past is. Ich weiß nicht, was eure Vergangenheit ist. I just don't know it. Ich weiß es nicht. But when God can change prostitute Aber wenn Gott eine Prostituierte verändern kann and make her as a heroine, und sie als eine Heldin umwandelt, God can change you also. Gott kann euch auch verändern. It not depends on what happens in your past. Es hängt nicht davon ab, was ihr damals gemacht habt. Amen. That's why in Romans 8, it said like this. In Romans 8, verse 1. In Romans 8, verse 1. Romans 8, verse 1 said like this. Romans 8, this is the favorite of me. The Romans 8, verse 1, it said like this. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Römer 8, Vers 1. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Amen. I don't care what you did. Mir ist es egal, was ihr getan habt. I don't care what your past. Mir ist es egal, wie eure I Vergangenheit don't care how bad your past was. Mir ist es egal, wie schlimm eure Vergangenheit war. But as you receive Jesus Wenn ihr Jesus annimmt, as your Lord and as your Savior, als euren Erretter und als euren Erlöser, God doesn't condemn you anymore. Gott wird euch nicht mehr bestrafen. That's why in this church, Deshalb in dieser Kirche, we don't want to condemn anybody. wir wollen keinen beurteilen. We love everybody. Wir lieben jeden. Yeah, give God praise. Okay? When we love everybody, let's stand up together. Wenn ihr jeden liebt, Okay. bitte steht auf. Sing 5 people, hug them and say, God loves you, so do I. Geht Come zum on. 5 Leuten. Hug them, really hug them. Yeah. Let's love. Let's love. Okay, only 5. Okay, only 5. I want to preach. After that, you can sit again. You have to hear what I'm preaching today. Now, what is about, and actually what we want to learn about what Rahab did. Was wollen wir heute lernen anhand Rahabs Geschichte? Actually, not what about she did, what or something, Nicht, was sie getan hat, but what she believed. sondern an was sie geglaubt hat. That's why several points that I want to give you according to the story of Rahab. Deshalb will ich euch basierend auf dieser Geschichte ein paar Punkte mitteilen. The first thing that Rahab had a saving faith. Was Rahab als erstes hat, war ein errettender Glaube. A saving faith. Ein errettender Glaube. What she believed then. About what? An was hat sie denn geglaubt? You know now in Germany the big questions is in Yes. Germany. Jetzt in Deutschland die große Frage. You know what is the big question in Germany? Wisst ihr, was die große Frage in Deutschland ist? An wen glaubst du? Or on what you believe? On what purpose is your believing? An was glaubst du? An welchem Grund? Or on what believe you? An was glaubst du? This is the big questions in Germany. Das ist die große Frage hier in Deutschland. And some people ask, I believe in money. Und manche Leute sagen, ich glaube in Mumien, Money. Geld. And some people ask, I believe in the systems. Und manche Leute sagen, ich glaube an das System. I believe in this and that. Ich glaube an das, an dies. And there is people also say, I believe in God. Und manche sagen, ich glaube an Gott. This is the big questions in Germany. Das ist die große Frage
Frage in Deutschland. Now, the questions also come to us. Und diese Frage kommt auch zu uns. On what believing, on what base Auf, we welch, believe auf, welcher, something. auf welcher Basis glauben wir? Now I want to, that's why I open to you about Rahab. Deshalb zeige ich euch Rahabs Geschichte. The first Rahab had is saving faith. Das erste, was Rahab hat, war der errettende Glaube. On what that Rahab believed on? Auf welcher Basis hat sie geglaubt? She believed in God. Sie hat an Gott geglaubt. She believed in God. Sie hat an Gott geglaubt. So today when we have believed in God through Jesus, Wenn wir durch Jesus Christus Glauben an Gott haben, we will have a saving faith like Rahab. werden wir genauso wie Rahab den errettenden Glauben haben. Because our belief Weil unser Glaube on God an Gott that will save us. wird uns erretten. So it's different than other teaching that said, Deshalb ist es anders wie die anderen Lehren, because religion said you have to do this so that you can save. weil Religion sagt, dass du erstmal etwas machen musst, dann bist du errettet. But we are not like that. Aber wir sind nicht so. We believing on God with our faith, Wir glauben an Gott durch unser Vertrauen and through that und durch das we save. werden wir errettet. Romans 10 verse 9, look at this, Romans 10 verse 9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. So, finished, okay? Es ist vollbracht. That's why when you believe in your heart that God raised Jesus and you pronounce it with your mouth, you are saved. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus auferstanden ist und dass du es auch proklamierst, dann wirst du errettet. And listen, Und it means you are in Christ. das bedeutet, dass du in Christus bist. When you are in Christ, Romans 8 verse 1 said, there is no condemnation for you. Und wenn ihr in Christus seid, dann werdet ihr nicht beurteilt. You have no condemnation, church. Ihr bekommt keine Strafe. God don't condemn you, Gott beurteilt euch nicht. okay? Because some people think when something happens or this happens, I am condemned from Lord. No, it's wrong, it's wrong. Manche Leute denken, wenn das oder dies passiert, dann werde ich beurteilt. You believe, Wenn du glaubst, you have saving faith like Rahab, wenn du den errettenden Glauben wie Rahab hast, it will save you. dann wird er euch erretten. You are not saving by what you doing, Du wirst nicht gerettet von dem, was du tust, but you are saving because you believe it. sondern du wirst errettet von deinem Glauben. Why it's so simple, Pastor? Aber es ist so einfach, Pastor, Because Jesus is simple. weil Jesus auch einfach ist. Jesus didn't bring religion to this earth. Jesus hat Religion nicht auf dieser Welt gebracht. He brings relationship. Er bringt die Beziehung. That's why in Acts 16 verse 31, look at this, Acts 16 verse 31, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Und sie antworteten, glaube an den Gott Jesus und du wirst errettet sein. Believe. Glauben. So when I ask you today, on what is your belief today? You Amen. ask this. This is the answer. Und wenn ich euch frage, auf welcher Basis glaubt ihr, das ist die Antwort. I believe in Jesus. Ich glaube an Jesus. I am safe. Dann bin ich gerettet. You are not going to hell. Du wirst nicht in die Hölle geraten. Once again, I want to ask to say to you, you will not going to hell. Du wirst nicht in die Hölle kommen. You are going to heaven. Du wirst in den Himmel kommen. Amen. You are safe Du bist errettet, when you believe.
wenn du glaubst. This is the saving faith that Rahab had. Das ist der errettende Glaube, den Rahab hat. Because he said, I know that God gave this land to you. Ich weiß, dass Gott dieses Land euch gegeben hat. He believed that God already gave her land to the Israelites. Sie hat geglaubt, dass Gott ihr Land an die Israeliten weitergegeben hat. She believed in God, an Israel God, Elohim. Sie hat an den israelitischen Gott geglaubt, Because she believed on Elohim. weil sie an Elohim geglaubt hatte. She was safe. Sie war gerettet. Amen. So today what I want to proclaim to you, very clear today, Also was ich euch heute ganz klar mitteilen will, in Jesus Christ there is no condemnation for you. in Jesus Christus gibt es keine Bestrafung And you are safe und du bist gerettet, because you have faith on Jesus. weil du an Gott glaubst. Amen. The second that I want to give you also, Den zweiten Punkt, den ich euch mitgeben will, Rahab had a singular faith. Rahab hatte einen einzigen Glauben, Faith. You know, singular faith. einen einzigen Glauben. You know what the meaning of singular faith? Wisst ihr, was das bedeutet? The singular faith, it means whatever happened outside there, I still stand with my faith. Das bedeutet, egal was da draußen passiert, ich werde in meinem Glauben stehen. The city of Jericho was in chaos, you know, because of the people of Israel came nearer. Die Stadt Jericho war in totalem Chaos, da die Israeliten kommen. There was uncertainty there, Da not secure there. war eine gewisse Unsicherheit. Look Joshua 2, verse 10 until 11. Joshua 2, verse 10 until 11. Joshua 2, verse 10 until 11. It said like this. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out on Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. But the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schiffmeer gebannt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. This is the proclamation of Rahab, you know, church. Das war die Proklamation von I know that your God is the God of heaven and God on earth. Ich weiß, dass euer Gott der Gott im Himmel und auf Erden ist. This is the proclamation of the singular faith Das ist die of her. Proklamation von dem einzigen Glauben. It means I don't care how chaos outside there, Mir ist egal, was für ein Chaos draußen herrscht. but what I know, your God, this God is God of heaven and on earth. Aber was ich weiß, ist, dass euer Gott der Gott im Himmel und auf Erden ist. This is the harlot, people. This is the prostitute. Das ist eine Prostituierte. And she had a singular faith. Doch sie hatte einen einzigen Glauben. Singular faith make you stand whatever happens in your surrounding. Dieser Glaube lässt euch stehen, egal was in eurer Umgebung gerade passiert. How many Christian peoples, how many young Christian peoples get depressed because of the surrounding, what happens in their surrounding. They get depressed, you know. Wie viele junge Christen werden deprimiert aufgrund ihrer Umgebung? They get stressed. Sie werden gestresst. But this harlot, this prostitute, Aber diese Prostituierte said, I know who God is. sagte, ich weiß, wer Gott ist. And this is the God of heaven and earth. Und das
ist der Gott im Himmel und auf And Erden. whatever happens surrounding me, Und egal was passiert, I know He is still God. ich weiß, dass er immer noch Gott ist. And I want to ask you today, Und ich möchte euch heute fragen, in the circumstances that you have, in der Umgebung, die ihr gerade drin seid, you still can say that Jesus is the Lord of all. könnt ihr noch sagen, dass Gott der Gott That dass Jesus Jesus der Gott von allen ist? are you still proclaim that He is the God? Könnt ihr noch sagen, dass er Gott ist? And you know what happens? Und wisst ihr, was passiert? As He had faith, Als er Glaube hat, as she had faith, als sie den Glauben hat, He did something. She did something. sie hat was gemacht. Look at the 12. Joshua 2 verse 12. Look at this. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign. Deshalb will ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont. Denn ich habe euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. You know something? Wisst ihr was? When you have singular faith, Wenn ihr diesen einzigen Glauben habt, when you have faith on Jesus, wenn ihr an Gott glaubt and when you have faith on God, und wenn ihr an Gott glaubt, you know what happens to you? wisst ihr, was dann passiert? You can still move. Ihr könnt euch immer noch weiter bewegen. You can have still wisdom. Ihr habt immer noch die Weisheit. You can have still power Ihr habt immer noch die Stärke, to move on. um weiterzugehen. Amen. Not depending on what happens surrounding you, Nicht basieren auf das, was in eurer Umgebung passiert. but when you believe, Wenn ihr aber glaubt, like Rahab believed on the Elohim, wie Rahab an den Elohim geglaubt hat, you can still move. dann könnt ihr immer noch weitergehen. Even the situations are not good. Auch wenn die Situation gerade schlimm ist. Even the situations are really, really bad. Auch wenn die Situation richtig, richtig schlecht ist. But you can still move Aber ihr könnt euch weiter bewegen, because you have faith. weil ihr Glauben habt. Amen. There will be no mediocrity in your life. Es wird keine Mittelmäßigkeit in eurem Leben geben. No mediocrity Keine Mediokritie in your life. in eurem Leben. Rahab had a singular faith. Wegen diesem einzigen Glauben. And the third one that I want to share to you also, Und der dritte Punkt, den ich euch mitteilen will, that Rahab had a stable faith. Rahab hat einen stabilen Glauben. Stable. Stabil. And you know, stable faith make you, the stable faith, through the stable faith, you can have peace. Und durch diesen stabilen Glauben habt ihr Frieden. You can have peace. Ihr könnt Frieden haben. Whoever here, once a time, had depression in their life? Wer von euch hatte jemals Depressionen? Thank you, dears. You are open. You go to heaven. And I don't know what in the rest. But you go to heaven also. Stable faith. Dieser stabile Glaube, Make stable faith will lead you to peace. dieser stabile Glaube wird euch zu dem Frieden führen. You know why? Wisst ihr warum? Because this is the rest faith. Rest. Weil dieser Glaube Erholung schafft. Rest. Erholung. You have rest in your life. Ihr habt in eurem Leben Erholung. You know something? How can it happen, this faith? Und wie kann das passieren?
Romans 10 verse 17. Look at Romans 10 verse 17. So faith comes from hearing, that is, hearing the good news about Christ. So der Glaube kommt vom Herrn und das Hören kommt von der Nachricht Gottes. Yeah? Once again. Romans 10 verse 9, it says, go back again. Romans 10 verse 9, it said like this. So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Glauben kommt vom Hören und dieses Hören kommt von dem. So when you want to grow your faith, you have to hear about the good news about Jesus Christ. Wenn ihr euren Glauben wachsen lassen wollt, dann müsst ihr von Gottes Nachrichten hören. Hearing the good news about Jesus. Gottes gute Nachrichten hören. And this faith is not depending on situation, you know. Und dieser Glaube basiert nicht auf Situationen. You can be confident about everything. Du hast Selbstvertrauen in jeder Sache. The problem of us as a Christian, Das Problem der Christen ist, in our life as a Christian, in unserem Leben als Christen, sometimes we doubt about many things. manchmal zweifeln wir an gewissen Sachen. Can I receive that? Kann ich das erhalten? Can I get that? Kann ich das bekommen? Is God good enough for me? Ist Gott gut genug für mich? Can I make a true of all this? Kann ich das alles wahr machen lassen? Can I do this? Kann ich das überhaupt machen? Can I go to that? Kann ich dorthin gehen? Can I fulfill all my dreams? Kann ich meine ganzen Wünsche We are erfüllen? so doubt, people. Wir zweifeln immer. Rahab was not doubt about that. Rahab hat nicht daran gezweifelt. Even the situation was not good. Auch wenn ihre Situation gerade, Even the city will be destroyed. auch wenn ihre Stadt zerstört wird. Even I think probably he didn't know about what happens to her future. Auch wenn sie nichts über ihre Zukunft weiß. But she had no doubt, and she had no doubt about who God exactly is. Aber sie hat nicht an Gott gezweifelt. The problem from people, you know, Das Problem der Leute ist, we eat too many news from the world. wir bekommen viel zu viele Nachrichten von der Welt. We eat too many bad news. Wir bekommen viel zu viele schlechte Nachrichten. I mean, it is her hearing, you know. Ja, hören schlechte Nachrichten. We hear so many bad news from outside there. Wir hören so viele schlechte Nachrichten. And it makes you depressed, people. Und es macht euch deprimiert. Amen. Faith comes from hearing, and then is hearing the good news about Christ. Der Glaube kommt von Hören und das Hören wird gestärkt durch die So, Nachricht. when we said, I want a stable faith like Rahab, Und wenn ihr sagt, ich möchte einen stabilen Glauben haben wie Rahab, one thing for sure is, eins ist sicher. it's not doing something. Es ist nicht, was ihr tut, It's not about training something, nicht, was ihr trainiert, but it's about what you hear. es ist über was ihr hört. It's about hearing. Es ist über das Hören. Say to your neighbors, hearing good news make your faith grow. The good news about Christ. Die gute Nachricht über Christus. That's why I bring always Jesus to you. Deshalb bringe ich euch immer Jesus mit. And what he did to you. Und was er für euch gemacht hat. And this is the good news, people. Und das sind die guten Nachrichten. When you hear the good news Wenn du die gute Nachricht hörst about your Jesus, über euren Jesus, your faith will grow. euer Glaube wird wachsen. And I want your faith grow Und ich möchte, dass euer Glauben, because I love you. weil ich euch liebe. Because when you have faith, Wenn ihr Glauben habt, you can move mountains. ihr könnt Berge bewegen. Amen. You can move mountains. Ihr könnt Berge bewegen. Actually, in this room, Eigentlich in diesem Raum, sitting
the mountains movers. sitzen die Bergbeweger. Once again, only a few people said amen. Actually, in my point of view, Meiner Meinung nach, who's sitting in this room today, die hier sitzen, actually they are all mountains movers. sind sie Bergbeweger. Amen. Say to your neighbors, you are mountain movers. Sagt zu eurem Nachbarn, ihr könnt Berge bewegen. You are mountain movers. Berge bewegen. You are not just a student or house mom or husband or whatever. You are mountain movers, man. Ihr seid nicht nur Studenten oder Hausfrauen, sondern ihr könnt Berge bewegen. You can move mountains. Ihr könnt Berge bewegen. It's not through what you're doing, Aber nicht, was ihr gemacht habt, but through your faith sondern wegen eurem Glauben on Jesus. an Gott, Jesus. Amen, mountain movers. Hear the words of God. Hört die Nachrichten Gottes. That's why in Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. Now faith, look at this. This is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. So go back again, go back to Hebrews. The substance. Der tragende Grund. So when you have faith, Also wenn ihr Vertrauen habt, actually that is all that you need. das ist eigentlich das, was ihr braucht. Amen. Because that is the substance. Weil das der tragende Grund ist. That is all what you need. Das ist alles, was ihr braucht. It's not what about doing something or about doing this or that, but actually believing is always already the substance. Es ist nicht über das, was ihr macht, sondern Glauben ist der tragende Grund. This is your substance. Das ist der tragende Grund. Substance for what, Pastor? Der tragende Grund für was? Substance for what that you hope for. Was ist dieser tragende Grund, für den man hofft? That you already have it. Den du schon hast. And listen. And the faith is the evidence. Even you not see it yet, but you already have it. Und Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Amen. It's not about seeing people. Es ist nicht über, was ihr seht. When you say you are Christians, Wenn ihr meint, dass ihr Christen seid, you are not living by sight, dann lebt ihr nicht nach dem, was ihr seht. but you are living by faith. Denn ihr lebt mit dem Glauben. That's why when you are Christians, Deshalb, wenn ihr Christen seid, as soon as you have faith on Jesus, wenn ihr Glauben an Jesus habt, listen to me. As a Christian, as soon as you have faith on Jesus, sobald ihr Glauben an Jesus habt, as soon as you believing on Jesus, sobald ihr an Jesus glaubt, this is the substance of everything. das ist der tragende Grund für alles. This is enough. Das ist gut. Amen. And you know what happens? Und wisst ihr, was dann passiert? As soon as you believe it, Sobald ihr daran glaubt, you have it. werdet ihr es haben. Wow. As soon as you believe it, you have it. Sobald ihr daran glaubt, werdet ihr es haben. Amen. Once again. As soon as you believe it, you have it. Sobald ihr daran glaubt, werdet ihr es haben. Why I'm so radical? Because the Bible said so. Warum bin ich so radikal? Weil das die Bibel sagt. So don't blame me. Also gib mir nicht die Schuld. When you say, I'm trying, Pastor, I'm trying. That's your fault, you're trying. Wenn ihr sagt, ich versuche die ganze Zeit, aber es ist eigentlich eure Schuld. You have to believe. Du musst glauben. Amen.
Because believing is the substance that you have it on. Weil der Glaube der tragende Grund für alles ist. Even if you cannot see it, Auch wenn ihr es noch nicht sehen könnt, you already have it. ihr habt es schon. This is Christian living. Das ist Leben als Christ. Say to your neighbors, bro, sis, you are not living by sight but by faith. Say to them, radical? Radical enough? Radikal genug. We are not living by this, Ihr lebt nicht mit euren Augen. but we are living by this. Ihr lebt mit dem Glauben. I believe you, Lord. Ich glaube an dich, Herr. Can you imagine how Jesus feed 5,000, only 5 loaves and 2 fishes? Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus 5000 Leute mit 5 Brot und 2 Fische, But Jesus had faith on Father. doch hat an Gott geglaubt. And he just said, thank you. Und sagte einfach nur Danke. And 5,000 people eat, satisfied. Und 5000 Leute haben sich satt gegessen. I don't know how much you have, Ich weiß nicht, wie viel ihr habt, but when you have faith, aber wenn ihr Glauben habt and you say, thank you for my life, Lord, und wenn ihr sagt, Danke für mein Leben, Herr, like Rahab. wie Rahab, Even he was prostitute. auch wenn sie eine Prostituierte war, Even she was prostitute. auch wenn sie eine Prostituierte war, She became heroine. sie war eine Heldin. Amen. As you believe, Als ihr glaubt, stable faith, dieser stabile Glaube, God transform your life. Gott will euer Leben verändern. That's why what I want to share to you today, Deshalb, was ich euch heute sagen will, what faith that I have to have, Pastor. was für ein Glauben muss ich haben, Pastor? My answer is one according to the Bible. Meine Antwort ist Only one according to the Bible. nur eine, basierend auf der Bibel. Rest in finished work of Christ. Ruht einfach in Jesus fertiges Werk aus. Rest in finished work of Christ. Ruht euch in Jesus Werk aus. In Hebrews 4 verse 3, look at this, Hebrews 4 verse 3. Look at this. It's amazing. I want to close with this, okay? Actually, it's not finished. Okay, actually, I will continue it next week. But I close with this. The stable faith. Ich werde mit dem schließen, der stabile Glaube. The stable faith is rest in faith. Der stabile Glauben ist Ausruhen in dem Vertrauen. Just rest. Einfach ausruhen. Just rest. Ruht euch aus. What is the meaning of all this? Was ist die Bedeutung von dem Ganzen hier? Hebrews 4 verse 3 said like this. For only we who believe can enter his rest. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen. As for the others, God said, in my anger I took an oath. They will never enter my place of rest, even though this rest has been ready since he made the world. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen. Niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen gegeben wollte. I want to ask you, church, Ich möchte euch eines fragen. can you rest even there is a problem in your life? Könnt ihr euch auch ausruhen, wenn Probleme um euch herum schwirren? Just rest. Einfach nur ausruhen. Rest, my soul. Just rest. Einfach nur ausruhen. Sometimes we cannot rest, you know. Manchmal können wir nicht in der Ruhe sein. And God offering us this rest. Und Gott will uns diese Ruhe geben. He offered us. Er will die uns geben. And you know, this rest is actually already made since the beginning of the world. Eigentlich wurde diese Ruhe schon geschaffen,
dem Anfang der Weltgeschichte. Already there. Es war schon da. He wants you to enter His rest. Er will, dass ihr in der Ruhe seid. You know why God rests? Wisst ihr, warum Gott in Ruhe ist? After He made everything, 6 days, Nachdem er alles geschaffen hat in 6 Tagen He looked everything was good, und er sah, alles war gut. and He rests. Und dann ruhte er sich aus. And He said to you, I want to give this rest for you. Und dann sagt er, ich will euch meine Ruhe geben. You know why people feel condemnation in their life? Wisst ihr, warum manche Leute sich bestraft fühlen? Because their soul is not in rest. Weil deren Seele nicht in Ruhe ist. You know why people get illness in their life? Und wisst ihr, warum manche Leute in Krankheit verfallen? Because they are not resting their soul. Weil ihre Seele nicht in Ruhe ist. Satan don't want you to rest. Der Teufel will euch nicht ausruhen sehen. Satan wants you in panic, Der Teufel will euch in Panik, so that you get a panic attack, damit ihr eine Panikattacke so bekommt. that you cannot move, Sodass ihr euch nicht weiter bewegt. so that you cannot do nothing. Sodass ihr nichts machen könnt. But the offering from God enter my rest. Aber das Geschenk Gottes sagt, dass ihr in Ruhe sein sollt. Come to my rest, Kommt in meine Ruhe. because in my rest, in God's rest, you find peace. Weil in meiner Ruhe findet ihr Frieden. And from this peace, you have strength to move and move and move. Und von dem Frieden aus habt ihr die Stärke, euch weiterzubewegen. Can you have rest even when the situation is not like supposed to be in your life? Könnt ihr euch ausruhen, auch wenn die Situation nicht so geendet hat, wie es sein sollte? Can you have rest even the situations get in the wrong way? Könnt ihr euch ausruhen, wenn die Situation in falsche Wege kommt? Sometimes you say, like, I cannot do it. Und wenn ihr denkt, ich kann es einfach nicht? You know why? Wisst ihr warum? Because I cannot do it. Weil ich es einfach nicht kann. Do it. Nicht kann. Do it. Ich kann es nicht tun. You even try and try. Ihr versucht die ganze Zeit. Instead, God said to us, Aber Gott hat zu uns gesprochen. when you want to enter my rest, Wenn ihr in meine Ruhe kommen wollt, only who believe can enter. nur diejenigen, die glauben können, reinkommen. Amen. It's not about yoga. Es ist nicht über euren Gott. It's not about oh. Achso, es ist nicht über Yoga. Yoga. They try yoga, oh, try to feel peace. No, it's not like that. Die versuchen durch Yoga Frieden zu finden. Because the Bible said, who believe can enter his rest. Doch die Bibel sagt, derjenige, der glaubt, kann in Ruhe kommen. And this rest is since he made the world. Und diese Ruhe wurde schon seit Anfang der Weltgeschichte erschaffen. Can you imagine Könnt ihr euch vorstellen, that you have rest in the presence of your Lord? dass ihr in Anwesenheit Gottes Ruhe findet? Peace, man. There's peace. Da ist Frieden, There's strength. da ist Kraft, There's something powerful. da ist etwas Mächtiges. That's why he offered you there. Deshalb will er euch das geben. And how can we receive it? Und wie können wir es bekommen? Not by discipline, Nicht durch Disziplin, not by doing, nicht durch das, was wir machen, but by believing. durch den Glauben. Believing on what, Pastor? An was glauben? The finished work of Jesus on the cross. An Jesus Werk an dem Kreuz, das schon abgeschlossen war. It is finished. Es ist vollbracht. Amen. So when you have something in your life today,
Wenn ihr etwas in eurem Leben habt, when you have something that make your soul cannot rest, wenn ihr etwas habt, das eure Seele nicht zur Ruhe kommen lässt, when you have something that make you doubt today, wenn ihr etwas habt, das euch zum Zweifeln bringt, Jesus wants you to enter his rest. Jesus will, dass ihr in seine Ruhe kommt. You know the example of Jesus' rest, church? Wisst ihr ein Beispiel von Jesus Ruhe? You know the story as the storm happened Ihr kennt diese around the Geschichte, boat. als der Sturm um das Boot wirbelte. Jesus could fall asleep. Jesus ist eingeschlafen. Just sleep, you know. Einfach nur eingeschlafen. Jesus, man, he's very tired. Just sleep. Er hat einfach nur geschlafen. And the disciples said, Jesus, Jesus, wake up! We will die! Und die Apostel schrien, Jesus, Jesus, wach auf, wir werden sterben. Probably Jesus said like, what happened then? Und wahrscheinlich hat Jesus gewundert, was passiert ist. And Peter said, we die, Master, we die! Und Peter meint, wir werden sterben, Jesus. And probably Jesus said, wie bitte? Then he asked, excuse me. He stood up and said, peace. Und Jesus sagte einfach nur Frieden. Everything peace. Und alles war still geblieben. And you believe in Jesus' perfect work on the cross. Wenn ihr an Jesus abgeschlossenes Werk am Kreuz glaubt, You will enter the rest. werdet ihr in Ruhe kommen. When you believe of what he said on the cross, that it is finished, Wenn ihr daran glaubt, was Gott am Kreuz gesagt hat, dass es vollbracht ist, and you confess it, und dass ihr es selber auch I sagt, know it is finished, Jesus. ich weiß, dass es vollbracht ist, It brings rest into your whole substance. dann wird Ruhe in eurem ganzen Grund kommen. Amen. There is no more whole Bluetooth. Whole Bluetooth. Es gibt keinen Blutdruck. Blutdruck mehr. There is no sleepless night anymore. Es gibt keine schlaflosen Nächte mehr. There is no unmotivated day anymore. Es gibt keine unmotivierten Tage mehr. So when you face Monday, Wenn du Montag zu dir zu you kommst, not tell me why I don't like Monday. Tell me why I don't like Monday. You will not say that, you know. ihr werdet nicht sagen, dass ihr den Montag But habt. as you have rest in your life, Wenn ihr Ruhe in eurem Leben habt, in your soul, in eurer Seele, and you will say, give me another Monday. und dann werdet ihr nach einem anderen Montag fragen. Give me another day. Gebt mir einen neuen Tag And I will move and move and move. und ich werde mich weiter bewegen, Because I have rest weil ich in Ruhe bin. by believing on Jesus. Durch den Glauben an Jesus Christus. Amen, church. I want to close with this. Ich möchte mit dem schließen. So listen, mountain movers. Also hört mir zu, Bergebeweger. When you have stable faith like Rahab, Wenn ihr einen stabilen Glauben habt wie Rahab, and you believe on what Jesus did on the cross, wenn ihr daran glaubt, was Jesus am Kreuz I gemacht mean hat, really believe, richtig glauben, really confidence, richtig Selbstbewusstsein, really confidence of what he said on the cross, richtig wahrnehmen, was er am Kreuz gesagt hat and believe it. und daran glauben, As he said, it is finished. als er sagt, es ist vollbracht And you say, I know it is finished, Lord. und ihr sagt dann, ich weiß, es ist vollbracht ist. I am conscious that it is finished, Lord. Ich nehme wahr, dass es vollbracht ist And I believe that it is finished, Lord. und ich glaube auch daran, You will have rest. du wirst dann in Ruhe verfallen. And your faith Und euer Glaube will move mountains in your life. wird Berge bewegen können. Amen. Give Jesus praise.
This is the part one, and I will continue next week. Das ist nur der erste Teil. Ich werde nächste Woche fortführen. Who wants to hear next week again? Wer möchte zuhören? Oh, and then come next week, okay? Dann kommt nächste Woche. Hallelujah. Let's stand up together. Come on, church.